Der Plan ist, auf diese Werkbank ein Lochraster in 20 mm anzubringen. Doch nur wie? Ich habe hier zwar einen Bohrständer, aber mal ganz ehrlich, diese Dinger sind einfach nur komplett wackelig. Wem geht's genauso? Wir bauen uns heute einen richtig massiven Bohrständer und da möchte ich euch heute mitnehmen. So Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wem geht's genauso wie mir mit diesen Bohrständern? Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens. Thema heute Bohrständer. Es gibt viele Bohrständer auf dem Markt, bei Temu, bei Ali und wie sie auch alle heißen. Das sind solche Teile hier, die sind wirklich absolut billiges Ding, Zeug da. Das sagen auch die Bewertungen, absolut grottenschlecht teilweise. Und wenn man einen besseren Bohrständer haben möchte, dann zahlt man 100 Euro, 150, 200, wie auch immer, zahlt man da richtig viel Geld dafür. Das möchte ich jetzt aber für meine Werkbank, jetzt nur mal ein Lochraster zu bauen, nicht wirklich ausgeben. Freihand ist nicht, mit dem Ding, da kann ich nicht wirklich gerade bohren, das bringt nichts und das Lochraster soll einfach nur gerade angebracht werden. Also wir bauen uns selber einen Bohrständer und der wird richtig massiv werden. Nicht zu vergleichen mit solchen kleinen Teilen. Gut, die kleinen Teile haben auch Vor- und Nachteile, aber diese großen haben auch Vor- und Nachteile. Und ihr lasst euch einfach überraschen, was ich da wirklich hinzaubern werde. Werden wir mal selber schauen. Ich weiß es selber noch nicht, wie das Ganze am Schluss dann wird. Aber da lasst euch einfach überraschen. Ja, meine Lieben, ich denke mal, wir starten in die Bauanleitung rein. Ich habe hier einen Plan, was ich so im Kopf habe. Mein Problem ist, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert und ich weiß auch noch gar nicht, wie ich starten soll. Ihr werdet diese Zeichnung gleich mal sehen, deshalb werde ich euch jetzt hier am ersten Teil des Videos überhaupt keine Maße nennen und wir werden es jetzt erstmal bauen und am Schluss schauen, ob es funktioniert. Sollte es funktionieren, bekommt ihr die Maße, natürlich von mir. Mir fällt aber auch gerade so ein, ich könnte es doch wieder als PDF zum Downloaden anbieten. Wie findet ihr das eigentlich? Das würde mich auch mal interessieren und das könnt ihr gern unten in die Kommentare reinschreiben. Wir gehen jetzt mal aufs Material drauf ein und ich zeige mal meine Zeichnung. Ich muss gleich lachen. Es ist eigentlich peinlich, das zu zeigen. Das ist jetzt so meine handschriftliche Zeichnung, was ich so im Kopf habe. Ich glaube, es kann keiner irgendwas groß erkennen. Ich bin auch kein technischer Zeichner, aber wenn ich am Schluss damit klarkomme, dann ist doch alles gut, oder? Was meint ihr? So Leute, also das ist jetzt mal so mein Hauptgedanke dahinter. Da sind die einzelnen Teile aufgeschrieben und ich habe mir diese Teile natürlich nach meinem Plan hier schon mal zugesägt. Und darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Material wird Multiplex bei mir. Ich habe hier 18 mm starkes Multiplex. Das sind einfach Restbestände. Da kann man sich im Baumarkt immer solche Bretter kaufen. Der kostet zum Beispiel dieses Brett hier 57. Das habe ich auch aus diesem Brett rausgeschnitten. Und gut ist, also gar nicht mal so ganz teuer. Und das sind 18 mm, die wir hier verwenden werden. Ich will ja das Ganze im 90-Grad-Winkel absolut schön gleitend haben. Deshalb habe ich noch diese Führungsschienen hier gekauft, diese Gleitlager. Ich weiß nicht genau, wie man sie nennt. Und die Quelle werde ich euch unten auch nochmal verlinken. Die sind 30 mm lang. Das ist absolut ausreichend für unseren Hub, den wir dann haben. Gut, werden wir noch bauen? Ich werde noch eine Führung reinbauen. Und zwar das ist ein 14 mm Rundstab und die passenden Federn dazu. Kann ich euch natürlich dann auch noch unten verlinken, wenn es funktioniert. Und es sind 3 Federn und dann, ja, sagen wir mal, wenn man die Bohrmaschine runterdrückt, dass wir da einfach Federn drin haben, wie in jedem anderen Bohrständer auch. Dann habe ich jetzt hier nochmal ein kleines Restmüllstück von Multiplex. Das ist ein 29 mm. Da könnt ihr natürlich auch verschiedene Materialien einfach aufdoppeln oder Multiplex aufdoppeln, damit ihr auf diese Stärke kommt. Wie gesagt, bei mir sind es, glaube ich, jetzt doch 29 mm, was wir hier noch brauchen. Ich werde das Ganze jetzt für meine Bosch Bohrmaschine bauen. Die hat einen, angeblich ist es ein DIN-Norm Europamaß, wie auch immer. Da müsst ihr bei eurer Bohrmaschine bitte schauen, was ihr da für ein Maß habt. Bei mir sind es 43 mm, was ich hier habe. Und schaut da bitte, was ihr da habt und welche Bohrmaschine ihr natürlich am Schluss dann auch einsetzen wollt. Ich habe mich dann hier für diese Bosch entschieden.
Ganz kurz das Prinzip erklärt. Ihr seht, die Führungslager haben wir dann schon hier mal ausgelegt. Jetzt kommt dann dieser Klotz dazwischen rein noch. Dieser Klotz, da wird dann die Feder angebracht, wo dann die Stange durchlaufen kann. Wenn das drauf ist, dann werden wir das Ganze hier miteinander verschrauben. Das heißt, wir müssen noch die ganzen Löcher hier drauf bohren. Dann kommt noch das hier hin. Das wird natürlich noch die Befestigung der Bohrmaschine sein. So ist es dann praktisch gedacht, also so auf der Höhe dann gedacht. Und zwischendrin kommt dann noch die Stange mit der Feder hin und den Boden müsst ihr dann euch so denken, dass der Boden dann da unten noch angebracht ist. Das heißt, ich kann das Ganze hoch und runter schieben und habe dann auch mal noch mit den Federn, die dann praktisch da angebracht sind, noch einen Gegendruck, damit die Bohrmaschine nicht runterfällt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit den Führungsschienen an und zwar, das sind ja 30 mm lang. Und das Brett ist hier 140 mm breit. Ich werde erstmal alles komplett schrauben. Ich werde auch später noch nichts verleimen, noch gar nichts machen, alles nur geschraubt, damit man das Ganze wieder ändern kann. Gut, wichtig ist dabei nur, dass ihr diesen Abstand absolut identisch habt. Ihr müsst dort wirklich komplett gut arbeiten. Ich habe jetzt hier einen Abstand von 52 mm und es muss auf jeder Seite sein. Und jetzt werden wir erstmal diese Sachen hier fest schrauben. Und dann nehme ich diesen Zentrierbohrer dazu. Das finde ich richtig cool, dass das auch richtig passt. Da brauche ich bloß ansetzen. Kann ich euch auch nochmal unten verlinken. Ich finde die echt cool. Also fangen wir erstmal mit der oberen Schiene an. Die liegt richtig schön an. Passt. Jawohl. Und achtet jetzt auch noch darauf, dass diese Schiene wirklich, bei unten kommt da dann das Brett hin, dass das wirklich absolut passt und dass es nicht drüber geht, weil sonst habt ihr nämlich nachher ein Problem. Also, schrauben wir die mal einfach fest. Leute, wir sind fast schon fertig mit unserem Bohrständer. Nee, natürlich war das jetzt ein Spaß am Rande. Aber wir sind absolut parallel. Ich habe es gerade gemessen. Passt alles. Und jetzt müssen wir uns weiter Gedanken machen, dass wir hier diese Bohrungen alle in diese Holzplatte reinbekommen, die dann oben drauf kommt. Widmen wir uns mal diesen Bohrungen und dieser Platte. Jetzt sage ich euch mal, wie ihr diese Breite dieser Platte ausrechnen könnt. Und zwar, es kann ja sein, dass ihr andere Maße habt wie ich. In der Zeichnung wird es dann drinstehen oder in der Bemaßung wird es dann drinstehen. Aber es kann ja sein, kontrolliert es einfach mal. Jetzt müssen wir den Mittenabstand zwischen den beiden hier rausbekommen. Das ist ein 20er Durchmesser. Übrigens, die Zeichnung kann man natürlich dann, werde ich euch verlinken, auch nochmal downloaden. Da stehen alle Werte nochmal drin. So, in dem Fall messt das Ganze. Wichtig ist, dass es absolut parallel hier ist. Und in meinem Fall sind es 117 mm, was ich hier Mittenabstand habe. Und jetzt müssen wir dann minus 20 mm, 20 mm ist dieser Durchmesser hier. Jetzt kommen wir auf 97 Mittenabstand. Also das heißt, wir haben jetzt hier 97 Mittenabstand und jetzt müssen wir die Breite des Klotzes noch dazu rechnen. Dieser Klotz hat 48 mm und das müssen wir einmal dazu rechnen. Also wir kommen jetzt dann praktisch auf 145 mm, was diese Platte breit sein muss. Ihr seht schon, ich habe schon zugesägt, 145 passt exakt da drauf von der Breite her. Und jetzt kommen wir zu den Bohrungen. Sprich, wir müssen jetzt hier diese Bohrungen setzen, dort, dort, dort und dort. Das ist jetzt eigentlich gar nicht ganz so schwer. Ihr könnt es jetzt natürlich machen, wie ihr wollt. Ihr müsst natürlich jetzt erstmal die Klötze ausrechnen, wo diese Bohrungen sind. Wenn man jetzt wissen will, wie man auf diese Bohrungen kommt, ist zum Beispiel auch relativ einfach. Wir haben jetzt eine Breite von diesem Klotz. Der ist jetzt hier, auf der Seite ist er 48 mm breit. 48 mm minus 35 mm. 35 mm sind die Abstände dieser Bohrungen hier. Und kommen wir auf 13 mm. 13 mm geteilt durch 2, dann haben wir schon, sind 6,5 mm, dann haben wir schon diese Bohrung, was wir hier haben. Also diese zwischendrin ist 6,5 nach außen. Und jetzt ist der Klotz aber 50 lang. Und wenn man jetzt da 50 minus 35 ist gleich 15 geteilt durch 2 sind 7,5. Und das wäre dann diese Bohrung hier. Genau, 7,5, 6,5. Jetzt ist es ganz gleich, wie ihr das macht. Ihr könnt da praktisch euch hier das Ganze anreißen und dann einfach bohren. Oder ihr macht euch eine Schablone wie die hier und achtet bloß drauf, dass ihr
dort eine 90 Grad Winkel habt. Das hintere ist total wurscht. Und das könnt ihr dann jeweils dann anlegen. Das heißt, diese 6,5 müssen immer außen sein und die 7,5 nach unten. Also das heißt, ihr könnt das Ganze dann so hinlegen, zack, und das Ganze dann festspannen und dann einfach dort als Schablone bohren. Das wäre schon mal eine Möglichkeit und das macht ihr dann auf der Seite, auf der Seite. Jetzt kommen wir zu diesem oberen Teil und zwar müsst ihr natürlich schauen, wo bei euch jetzt dieser Klotz dann anliegt, je nach Stärke von diesem Klotz. Dann reißt ihr euch das Ganze hier auch noch mit an. Also ihr reißt das Ganze an und messt es dann und legt diesen Bohrschablone, legt sie dann praktisch von dort an diesem Anriss, legt sie dann das Ganze hin, könnt das Ganze festspannen und könnt dann dort die Löcher bohren. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ihr dreht das Ganze natürlich dann um, bohrt von der Seite und so weiter. Schaut doch schon mal richtig sauber gebohrt aus. Leute, wie ihr das Ganze bohrt, das ist natürlich euch selber überlassen. Man kann es auch nur anreißen und bohren und so weiter. Egal. Ich probiere es jetzt mal aus, die Stunde der Wahrheit, ob es überhaupt passt. Und das werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir das mal jeweils 2 Stück reinmachen und das Ganze festdrehen. Dann sehen wir mal, ob es passt oder nicht passt. Ha! Schaut's mal, ich habe es noch nicht ganz festgeschraubt, brauche ich jetzt auch nicht, aber die Bohrungen passen exakt, mega. Hey Leute, wir haben super gearbeitet. Wichtig ist das hier, dass das noch funktioniert und richtig passt. Also Leute, hier richtig sauber arbeiten. Was machen wir denn als nächsten Schritt? Gute Frage. Also, ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal diese Aufnahme hier für die Bohrmaschine. Und zwar, das, was ich hier gemeint habe, hier kommt dann die Aufnahme der Bohrmaschine hin. Deshalb hier diese Lücke zwischendrin. Und jetzt seht's mal, wenn ich das jetzt in diese Höhe circa halte, also hier, ihr seht es, dort und das Ganze jetzt einen langen Bohrer einspannen, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr noch genug Platz habt und dass ihr auch tief genug runterkommt. Also ihr seht's, wenn ich das Ganze jetzt hoch mache, kein Stress, der Bohrer passt rein. Noch genug Platz, da kann ich noch einen längeren Bohrer reinmachen und ich komme komplett bis vor und runter. Also ihr seht, das passt. Also dann fangen wir mal mit dem an. Das wird dann hier hinkommen. Also hat es auch die Breite von 145 bei mir in diesem Fall und hat eine Höhe von 90. Das sollte ausreichen. Gut, jetzt müsst ihr, ich fange von dort an, von unten fange ich bei 40 mm an. Das sind 40 mm, die Mitte ausgemittelt und dort kommt unsere Bohrung rein. Die Bohrung muss natürlich so groß sein wie eure Aufnahme von der Bohrmaschine. Bei mir sind es in dem Fall 43 mm. Das bohre ich mit einem Lochbohrer, bohre ich da 43 mm rein. Ihr könnt natürlich auch einen Kreisschneider verwenden. Dann habe ich jetzt mal hier 43 mm einen Kreis geritzt. Und jetzt will ich als Steg 1,5 cm haben, also 15 mm. Und jetzt machen wir da nochmal einen Kreis hin. Dort, wo die Sterngriff-Schraube, die kommt hier hin, wo man das Ganze dann zudrehen kann. Dort habe ich gewählt, was habe ich dort gewählt? 20 mm. Und das sollte eigentlich ausreichend sein für diese Sterngriff-Schraube. Und dann starten wir und haben wir dann nochmal 1,5 bis zum mittleren Rand. So, dann werden wir das Ganze mal anritzen hier. Zeichnen das Ganze mal auf. Ihr werdet gleich sehen, was ich jetzt gemeint habe. Also 1,5 und das werden wir jetzt einfach mal schauen und aufzeichnen. Und dann gehen wir so rüber, damit wir hier noch genug Platz haben, das Ganze festzuschrauben. Also hier lassen wir locker noch 30 mm, lassen wir locker noch mal Luft, dass wir da wirklich viel reinbekommen. Also das machen wir jetzt auch noch. So schaut das Ganze jetzt aus, gebohrt, muss also auf jeden Fall passen. Und jetzt ist es so, ich will von der Seite schrauben, also hier ist es ja an der Wand, dort wird geschraubt. Also das heißt, wir werden jetzt diese Seite zuerst wegmachen mit der Bandsäge und dann tun wir uns da einfach bohren, zum Bohren einfacher. Dann können wir gerade bohren. Und dann kommt dann hier noch die Bohrung rein, werden wir uns anzeichnen. Das heißt, da machen wir eine M6-Bohrung rein oder eine 6 mm Bohrung rein, damit es durchpasst und können gleich mal hier dann noch die Mutter versenken, damit wir das Ganze festschrauben können. Und das werden wir machen.
So, die Mutter ist jetzt auch schon drin, das passt. Bevor wir das aber jetzt wegmachen, würde ich euch noch empfehlen, das Ganze schon mal anzureißen und vorzubohren. Dann können wir nämlich auch wieder gerade bohren hier zum Aufliegen. Vorbohren, damit wir dann nachher die Schrauben gut reinkriegen. Deshalb werde ich mir das Ganze jetzt anzeichnen. Das kommt ja praktisch dann hier hin. Das ist ja absolut das gleiche Maß. Also werden wir uns das Ganze jetzt dann anreißen, anzeichnen, wie auch immer. Ein Versuch, Leute. Es ist fertig, es ist super geworden, aber es muss ja auch passen. Was meint ihr, passt's oder nicht? Na, schauen wir mal. So, also rein, Schraube rein, zudrehen und oh, bombenfest. Perfekt. Leute, das gefällt mir. Also das hat jetzt auch schon mal gut funktioniert. Wir können eigentlich, oder? Fehlt da jetzt noch was? Nee, wir können das jetzt eigentlich auch nochmal hinschrauben. Leute, passt da frei ja auf, ihr müsst hier exakt bohren. Denn wenn das Ding nicht wirklich im 90-Grad-Winkel ist, Leute, wenn ihr so irgendwas hinmacht, das ist natürlich falsch. Das heißt, ihr müsst es absolut gerade machen, weil sonst ist natürlich der Bohrer nachher auch nicht gerade. Also aufpassen. So, Kontrolle. Perfekt, perfekt, perfekt. Jetzt noch hier, wollen wir mal messen, was wir da haben. 5,7. 5,7. Perfekt, also es passt. Es müsste dann theoretisch gerade bohren. Ha, zu früh gefreut. Ich habe natürlich noch was vergessen. Ja, ich habe doch gesagt, ich weiß nicht, was ich mache. Also, wir haben ja natürlich noch diesen Klotz hier vergessen, da müssen wir es nochmal wegmachen. Oder? Müssen wir es wegmachen? Ja, doch. Nee. Nein, doch. Eigentlich können wir hier durchbohren. Das würde funktionieren. Dieser Klotz muss jetzt noch hin. Der muss nicht so stark sein wie bei mir. Den könntest du auch schmaler machen. Aber ich habe halt, wie gesagt, diese 29 mm. Der kommt jetzt da noch hin. Und zwar ist das, wo dann praktisch dieser Rundstab durchläuft für die Führung. Wie rechnen wir das Ganze aus? Und zwar ist es ganz einfach, dass wir oben, unten richtig bohren. Diese Fläche, dieser Abstand von der Grundplatte bis an die Kante hier oben sind 50 mm, die Hälfte davon sind 25. Und deshalb bohren wir von der oberen Kante 25 mm genau mittig die Bohrung rein für den Rundstab. Dann nehme ich dann 15 mm, ist ja ein 14 mm Rundstab, dass ich noch ein bisschen Luft habe. Und das bohren wir dann noch hier rein. Und dann setzen wir noch 2 Schräubchen hier oben rein, damit wir das Ganze richtig schön miteinander verbinden können. Unten an der Bodenplatte machen wir das genauso dann, nachher natürlich mit diesen 25 mm genau mittig. Dann müsste man genau rauskommen, dass der Rundstab exakt wirklich schön gerade läuft mit den Federn. Gut, der Arbeitsschritt ist auch erledigt, dann wird es dann so hinkommen, perfekt. Das rutscht dann hier hoch und runter, super. Wo machen wir denn jetzt weiter? Ich würde sagen die Bodenplatte. Jetzt habe ich das Ganze mal zusammengestellt, wie es jetzt dann rüberkommt. Perfekt, diese Platte ist 260 mm lang und ich habe jetzt einen Abstand gewählt von 100 mm, was wir hier haben. 100 mm hier hinten, da kann ich es auch mal festzwingen. Ich habe eine große Auflagefläche, das finde ich genau richtig. Hier passt es auch, da müssen wir noch natürlich den Ausschnitt vorne reinmachen. Und genau, jetzt kommt's. Und zwar, jetzt machen wir dann hier erstmal 3 Bohrungen rein. 1, 2, 3, damit wir dann diese Platte verschrauben können. Von unten richtig schön senken und verschrauben. 3 Bohrungen rein. Und jetzt kommt's ja. Wir haben ja von der Kante hier, haben wir 25 mm reingemessen, wo der Rundstab reinkommt. Hier die 15er Bohrung. Achtung, jetzt messt ihr, wenn das Ganze dann fix ist, könnt ihr schon mal anzeichnen, messt ihr von der Wand
25 mm nach drinnen. Und da setzt jetzt aber keine 15 mm Bohrung rein, sondern eine 14 mm Bohrung, damit der Rundstab exakt hier reinkommt. Und dann müsste das exakt übereinander liegen. Leute, ich kann euch nur so einen Bohrtisch empfehlen mit Anschlag. Ein Video dazu habe ich schon gemacht, werde ich euch dort oben verlinken. Schaut es an, ist richtig cool, so ein Bohrtisch. So, jetzt haben wir das gebohrt und der Bur ist einfach nur ein Depp. Ja, genau. Ich habe hier durchgebohrt, ich hätte nicht durchbohren müssen. Der Rundstab kommt ja bloß hier rein gesteckt, aber wir werden ihn ja fest verleimen, also dürfte das kein Problem sein. Ja, das passt super. Also nicht durchbohren, Leute. Jetzt machen wir noch einen Arbeitsschritt noch mehr, weil ich mir gedacht habe, hier hinten werde ich noch einen Winkel hinmachen. Das sind praktisch diese 100 mm, was das breit ist, das hier. Und dass wir das absolut nochmal im Winkel haben. 90 Grad Winkel ist ganz wichtig, dass wir den hinmachen und dass es einfach nochmal verstärkt. Ja, jetzt ist das passiert, was nicht passieren sollte. Der Ton ist ausgefallen und ich hab's nicht gemerkt. Blöd echt. Aber ich sag's euch ganz schnell. Also da wirklich noch eine Bohrkrone genommen und das Ganze dann nochmal ein bisschen aufgebohrt. Das könnt ihr natürlich selber entscheiden von der Größe her, was ihr da nehmt, was ihr da durchhaben wollt. Es muss halt noch Auflagefläche haben. Nochmal ganz kurz schleifen. Danach wird das Ganze einfach nur mal ganz schnell verschraubt. Es ist ja alles vorgebohrt. Überhaupt kein Stress, einfach Schrauben reinballern. Verleimt habe ich es noch nicht, weil ich noch nicht gewusst habe, ob's passt. Ja gut, dann nochmal die Schrauben an die Linearführung alle hinmachen, Stab einleimen und wenn der Stab dann eingeleimt ist, die Federn einfach mal drauf machen, die Führung drauf machen, damit der Stab auch richtig gerade abtrocknen kann, nicht dass der dann krumm drin ist. So, meine Lieben, der Ton ist wieder da. Echt dumm gelaufen. Naja, kann man nichts machen. Gut, ich habe hier noch einen Griff angebracht, dass man das auch ein bisschen halten kann oder halt, ja, bewegen kann, das Ganze hier. Ich weiß nicht, ob man es braucht, aber ich finde es ganz cool. So, die Federn sind drin. Es funktioniert. Das wollen wir doch mal ganz schauen. Ich habe das jetzt mal vorher unabhängig gewogen. Und zwar dieser Schiebeschlitten mit der Linearführung mit der Bohrmaschine wiegt bei mir 4,5 Kilo. Das ist natürlich schon ein stolzes Gewicht mit dieser Maschine hier. Also wer eine kleinere hat, ist vielleicht fast schon ein bisschen besser. Aber ich habe keine kleinere. Bevor wir den Test so machen, ist mir so ein bisschen schon was aufgefallen. Ich habe ja relativ, ja, diese Federn sind für 6 Kilo ausgelegt. Ich habe 4,5 Kilo mit der kompletten Maschine und Schiebeschlitten. Ich glaube, die Federn mit so einer schweren Maschine sind zu schwach. Das merke ich gerade. Also wer eine leichtere Maschine hat, der kann diese, ich sage jetzt mal, Federn benutzen. Wenn wir so bei 3 Kilo liegen oder so, dann funktioniert es. Aber wir müssen hier definitiv stärkere Federn einbauen. Ihr merkt es schon. Also es geht schon, auf Gottes Willen. Also das geht dann total leicht alles zu bewegen, aber es poppt nicht mehr so richtig schön hoch, ihr seht es schon. Also, aber es ist trotzdem leicht zu bewegen. Also na gut, ich werde euch noch andere Federn verlinken und zwar habe ich die auch schon bestellt, sind aber leider nicht mehr pünktlich gekommen. Und ihr könnt es einfach mal schauen. Alles, was über 4, 5 Kilo ist oder über 4 Kilo ist, würde ich jetzt mal sagen, setzt die stärkeren Federn ein. Und alles, was unter 4 Kilo ist, deutlich unter 4 Kilo ist, der kann diese Federn benutzen. Ich habe hier noch andere Federn, die werden wir jetzt mal probieren. Die sind auch dicker und stärker, aber die passen jetzt nicht hundertprozentig. Aber das ist jetzt erstmal egal. Wir werden das jetzt einfach mal probieren. Ich mache die schwächeren Federn raus. Also wie gesagt, die sind zu groß, aber die sind stärker. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Ich meine, das dürfte normalerweise, müsste das besser funktionieren. Ja, definitiv. Also, die stärkeren sind bestellt und gut ist. Ja, viel angenehmer, um das Ganze runterzudrücken und es kommt automatisch wieder hoch. Gut, das Wichtigste ist jetzt natürlich, wir wollen unseren Bohrer einspannen und wollen mal schauen, wie wir im Winkel sind. So, die erste Aufnahme von der Seite. Jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Hallo, da unten. Jawohl, passt. So, und jetzt halten wir es mal hin. Wow, absolut im 90-Grad-Winkel. Echt top. Und jetzt drehen wir das Ganze nochmal.
Hier ist es ein bisschen schwerer zu messen, aber es funktioniert noch. So. Und seht ihr, wie genau wir sind? Echt wow. Wir haben mega gut gearbeitet und jetzt wollen wir natürlich auch mal bohren. So, angenommen, ich will jetzt hier was reinbohren in diesen Balken, den ich jetzt mal festgespannt habe und möchte hier gerade was runterbohren. Dann legen wir das Ganze mal an und probieren das Ganze einfach mal. Ich habe es hier hinten am Griff. Ich finde den Griff echt ganz cool. Dann kann man das auch wirklich schön halten. Und man könnte es auch theoretisch hinten festspannen mit Zwingen. Finde ich auch ganz cool. Da ist noch Platz genug und man könnte es auch hier noch festzwingen. Haben wir auch Platz. Also ist schon mal wieder ein Vorteil gegenüber den anderen Bohrständern. Also probieren wir es einfach mal rein zu bohren. So, dann wollen wir doch mal messen. Ich habe die Kamera mal so hingemacht, dass ihr das gut sehen könnt. Seht ihr das? Wow, perfekt einfach nur. Hätte ich jetzt nicht ganz so gedacht, dass es so perfekt ist. Mega. Und jetzt drehen wir die Kamera nochmal, dass wir die andere Seite auch noch sehen. So, noch von dieser Seite und Trommelwirbel. Wow, wow, perfekt. Warte mal, ich nehme mal eine Taschenlampe, dass ihr das auch seht. Also ich habe hier keinen Lichtspalt groß. Also das sind im Hundertstelbereich, mal ganz ehrlich. Oder seht ihr da überhaupt was? Nee, nicht wirklich, gell? Ja, Leute, und das mit einem selber gebauten Bohrständer. Hey, mal ganz ehrlich, hättet ihr das gedacht, dass das so gut funktioniert? Also, mega, schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Würde mich über eure Meinung echt freuen. Also ich finde das Ding richtig gut und er ist mächtig geworden. Ja, Leute, das ist mir schon klar. Es war ja auch nicht der Sinn und Zweck, irgendwie so ein kleines, wackeliges, rundes Ding da zu bauen, das dann wirklich hier so rumkippelt. Das wollte ich ja nicht. Also es hat Vor- und Nachteile, diese kleinen Dinger. Klar sind die viel mobiler als dieses Teil hier, aber ich kann es festzwingen. Ich kann nicht groß verwackeln. Also wie gesagt, ich habe eine große Auflagefläche. Es funktioniert gut. Ich habe hier noch einen Griff dazu. Ich finde den Griff echt noch gar nicht mal so schlecht. Und es funktioniert echt mega. Also bitte nicht vergleichen mit diesen Billigdingern da aus Temu, was auch immer, was für Teile. Und die sind einfach nichts. Die sind auch sehr, sehr schlecht bewertet teilweise. Und für einen guten Bohrständer zahlt man auch richtig, richtig Geld dafür. Ich habe jetzt dafür nicht so wirklich viel gezahlt. Ich sage jetzt mal, zum Zeitpunkt des Videodrehs waren die Linearführungen so roundabout bei 22 Euro. Das Multiplex hat mich 7,50 Euro gekostet. Und was hat noch gefehlt? Die Federn. So, ich glaube, roundabout um die 12 Euro. Zu den Federn habe ich ja schon erwähnt, wer leichte Maschinen hat, kann die leichten Federn nehmen. Wer schwere Maschinen hat, die ich ja schon bestellt habe, aber noch nicht da sind, die würde ich dann eher empfehlen für schwerere Maschinen, wie diese Bosch hier zum Beispiel. Und jetzt kommen bestimmt wieder ein paar Leute und sagen, der hat doch gar keinen Tiefenstopp drin, der hat keine Winkelverstellung, das kann ich nicht brauchen. Alles in Ordnung. Aber Leute, macht's euch doch mal selber ein bisschen Gedanken. Das ist jetzt mal die Grundidee. Die Grundidee, die funktioniert sehr, sehr gut. Habt ihr ja gerade gesehen. Einen Tiefenstopp könnte ich genauso reinmachen. Ich mache hier noch eine Eisenstange hier rein, die dann da durchkommt mit einem Rädchen dran. Und schon hätte ich theoretisch einen Tiefenstopp auch noch drin. Hätte ich eigentlich noch bauen müssen, aber ihr wisst, was ich meine, ist überhaupt kein Stress. Genauso eine Winkelverstellung, dann muss natürlich das hier weg, aber eine Winkelverstellung mit so einem Dreieck hier mit einem Langloch, das dann wirklich drüber ist und wo ich dann das Ganze links und rechts verstellen könnte, mit dem Winkel zum Verstellen, wäre theoretisch auch noch möglich. Macht euch da selber noch mal ein bisschen Gedanken drüber, wer das unbedingt braucht, weil das ist definitiv alles machbar. Und vor allem schreibt es auch noch zusätzlich in die Kommentare rein, habt ihr Bohrständer, braucht ihr Bohrständer, welche Bohrständer habt ihr, wie zufrieden seid ihr mit diesen Bohrständern. Das könnt ihr alles mal unten reinschreiben. Ich denke mal, wir können unsere Werkbank jetzt weiterbauen. Da gibt es ja auch ein Video dazu, wie ich diese Werkbank hier baue. Ist richtig cool, die Werkbank. Schaut es auch nochmal an, das Video. Und da geht es jetzt dann weiter. Ich werde dort ein Lochraster machen, ein 20 mm Lochraster. Dafür habe ich diesen Bohrständer gebraucht und deshalb habe ich den auch jetzt hier gebaut. Zur Zeichnung möchte ich natürlich auch noch was sagen. Zur Zeichnung, die ich euch kostenlos zum Downloaden anfängt. Das ist einfach nur ein Zuschnitt der Teile. Das sind die Maße, die ich hierfür verwendet habe. Die könnt ihr gerne downloaden und das Ganze nachbauen. Natürlich die ganzen Bohrungen und so weiter, das habe ich nicht mit eingezeichnet. Da schaut ihr einfach noch mal im Video, da habe ich es euch genau erklärt, wie ihr das Ganze zu machen habt. Also da solltet ihr doch wirklich klarkommen. Ich habe es ja auch geschafft und prima.
Leute, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Unterstützt doch bitte Gipfelholz. Abonniert den Kanal. Abonnieren ist kostenlos. Lasst doch bitte einen Like da. Lasst einen Kommentar da. Würde mich echt drüber freuen. Und wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, dann macht das bitte auch noch. Aktiviert die kleine Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus.